Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Die Reagierung. Und ja, wir haben die komplette Album-Reaction zu Metallicas neuem Album 72 Seasons abgeschlossen. Das heißt, wir haben alle 12 Songs uns angehört. Alle 12 Songs findet ihr auf dem Kanal. Ich verlinke euch hier noch die Playlist zur Album-Reaction. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich ja quasi alle Metallica-Alben gehört. Also ist es Zeit, ein Resümee zu ziehen und eine Metallica-Album-Tierlist zu machen. Das heißt, wir bewerten alle Alben, schauen, welche Alben dann nach meinem Geschmack am besten abschneiden und wo sich 72 Seasons einreihen wird. Also wir machen das Ganze chronologisch, würde ich sagen. Das heißt, wir starten mit Kill 'Em All. Es gibt 5 Stufen. D ist das schlechteste, C, B, A und dann haben wir S-Tier, also ein quasi perfektes Album. Kill 'Em All muss ich einfach zum S-Tier einordnen, weil das erste Album von Metallica natürlich ein absolut geiles Album. Es würde ein paar Abstriche bekommen, weil es natürlich noch sehr roh ist das Ganze und sich der Sound später schon auch sehr verändert hat, aber Kill 'Em All ist sowas von einflussreich. Ein einflussreicheres Album gibt's kaum. Vor allem von Metallica, die haben damit neue Standards gesetzt, die haben da was rausgehauen, das hat man vorher so noch nicht gehört und so noch nicht gekannt. Und Kill 'Em All, ein unglaubliches Debüt für eine Band und hat den Metal und die Rockmusik einfach für Jahrzehnte lang geprägt. Das heißt, Metallica Kill 'Em All muss einfach ins S-Tier. Zweites Album, Ride the Lightning. Auch dieses Album muss einfach da rein. Was für ein Zweitwerk, also die Songs, die da drauf sind, einfach, also für mich ist ja auf Ride the Lightning Fight Fire with Fire der beste Song, auch wenn viele wahrscheinlich anders denken, aber natürlich, es ist ein absoluter Kracher. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal gehört habe, dieses Lied mit dem Intro. Und wie es dann ins Riff reingeht, absolut unglaublich. Unglaublich geile Lieder drauf. Ride the Lightning, der Titelsong. Fade to Black ist drauf. Ja, was soll ich sagen? S-Tier. Eindeutig. Eindeutig. Und danach kommt Master of Puppets. Ich kann nicht anders, als diese Alben hier alle oben reinzupacken. Man kann diese Alben einfach nicht auf die zweite oder dritte oder gar dritte Stufe setzen. Das geht einfach nicht. Die sind perfekt vom ersten bis zum letzten Lied. Master of Puppets, Battery, das Titellied Master of Puppets, jetzt durch Stranger Things wieder zu neuer Berühmtheit gekommen, was ich sehr, sehr gut finde. Also Leute, nicht gatekeepen. Wenn junge Leute, egal wie, sei es durch eine Miley Cyrus, die ein Metallica-T-Shirt anhat, oder durch Stranger Things oder durch irgendwas anderes, auf geile Musik kommen, dann empfangt sie mit offenen Armen bitte. Wir haben nichts davon, wenn wir die nur weil sie jünger sind, nur weil sie eigentlich aus einer anderen musikalischen Ecke kommen, von dieser geilen Musik fernhalten. Wir wollen so viele Leute wie möglich natürlich für Metallica oder für andere geile Bands begeistern. Scheißegal, woher sie kommen, scheißegal, woher sie von der Musik erfahren haben. Ja, Master of Puppets, absolutes Meisterwerk, muss ins S-Tier rein. Danach kommt And Justice for All, das erste Album ohne Cliff Burton und effektiv leider auch das erste Album ohne Bass, weil Jason Newsted hat den Bass übernommen, von dem ich sehr, sehr viel halte. Aber sie haben ihm einfach den Sound komplett abgedreht. Aber das tut dem Album trotzdem nicht weh, weil auch And Justice for All ist absolut grandios. Wir haben da One drauf, unglaublich geil. One drauf, da ist Blackened drauf, da ist Eye of the Beholder, Dyer's Eve, einfach geil. Aber jetzt geht's natürlich weiter mit dem Black Album. Und sehr, sehr viele feiern natürlich das Black Album und auch ich finde es sehr, sehr gut, aber es ist nicht mehr S-Tier. Es ist kein perfektes Album für mich. Es ist ein sehr gutes Album. Natürlich der Erfolg von dem Album, als es rauskam, Anfang der 90er Jahre, der spricht für sich. Das Album hat sich verkauft wie die warmen Semmeln und es sind natürlich absolute Banger drauf und absolute Klassiker drauf. Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters,
die erste richtige Ballade quasi von Metallica. Für mich zum Beispiel ist das beste Lied auf dem Black Album My Friend of Misery das Bass-Intro. So wenig Bass man von Newsted bei And Justice for All gehört hat, dafür hat man dann beim Black Album mehr davon gehört. Und My Friend of Misery, einfach geil. Aber für mich kein perfektes Album, deswegen gehört es für mich in das A-Tier, also in die zweite Stufe hier. Als nächstes kommen die sehr, sehr umstrittenen Load und Reload-Alben. Load tatsächlich für mich noch nie so interessant gewesen, war nie so wirklich meins, wobei natürlich gute Lieder drauf sind, King Nothing, 2x4 zum Beispiel. Gute Lieder, aber leider einfach nicht mein Fall. Der Genrebruch war mir dann einfach zu stark und ich konnte mich mit den Liedern nicht mehr so identifizieren. Aber im darauffolgenden Album habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen damit dann abgefunden, dass Metallica jetzt nicht mehr voll auf die Fresse Thrash Metal machen. Und Reload höre ich tatsächlich bis zum heutigen Tag unglaublich gerne. Aber es sind auch ein paar Songs drauf, die ich jetzt nicht unbedingt haben muss. Aber auf Reload bitte, wir haben drauf The Memory Remains, eines meiner Lieblings-Metallica-Lieder, muss ich fast sagen. Absolut geiler Song. Absolut geiler Song, geiles Video auch dazu. Ich kann mich noch erinnern, wie das damals auf MTV lief und ich einfach komplett geflasht war. Reload, sehr geil. Fuel haben wir noch drauf und so weiter. Also schon ein sehr gutes Album, aber nicht in der Größenordnung vom Black Album. Nach Reload gab es dann eine Pause, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber wir haben hier noch in der Liste ein Live-Album auch drinnen. Und zwar das erste S&M. Kam nach Reload raus. Garage Inc. ist hier leider nicht drin. Für mich ein absolutes Meisterwerk von einem Coveralbum. Würde ich auch hier in die zweite Reihe legen. Absolut geile Cover auf der ersten Platte, als auch auf der zweiten. Also die alten Recordings, als auch die neuen. Für mich Turn the Page, Sabracadabra, It's Electric, Damage Case und wie sie alle heißen, So What und so weiter. Also Stone Cold Crazy. Wenn jemand es schafft, ein Queen-Lied besser zu machen als das Original, mehr muss ich dazu nicht sagen. Stone Cold Crazy, absolut geil. Deswegen würde ich Garage Inc. auf jeden Fall auch hier reinlegen in die Stufe A. Aber wir sprechen von S&M, ein sehr gutes Live-Album, also wirklich grandioses Live-Album und unglaublich gut umgesetzt. Nicht umsonst war dann Nothing Else Matters nochmal ganz hoch oben in den Charts mit der Live-Version von S&M. Für mich außerdem No Leaf Clover, ein absolut geiles Lied. Der Song, der es nie auf ein echtes Studioalbum von Metallica geschafft hat, den ich aber trotzdem wirklich immer wieder sehr, sehr gern höre. No Leaf Clover, super starker Song. Aber natürlich auch die Umsetzungen vom bereits genannten Memory Remains zum Beispiel. Nothing Else Matters ist episch. Was soll ich noch dazu sagen? Also For Whom the Bell Tolls zum Beispiel, auch mit dem Orchester, absolut genial. Danach haben wir noch ein weiteres umstrittenes Album. Was habe ich mich damals gefreut, als ich gehört habe, Metallica bringen ein neues Album raus. Dann kam der erste Song und ich habe ihn tatsächlich schon gefeiert. Ich finde, Saint Anger war ein geiles Lied, aber halt der Sound, wie die Aufnahmen geklungen haben, diese Mülltonnen-Snare, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig und ich kann es mir heute noch nicht wirklich anhören. Live, Saint Anger und Frantic zum Beispiel, live ja, am Album nee, Saint Anger, leider ein Griff ins Klo. Ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich hier ganz runtersetzen würde. Ich würde es gerne hier zwischen reinsetzen, weil die Songs an sich sind eigentlich schon gut. Wir packen es ganz unten rein. An sich sind die Songs ja nicht schlecht. Ja. Live gerne Metallica, spielt die Saint Anger Songs, sie sind nämlich songtechnisch echt nicht so schlecht, aber halt, ich konnte mich einfach nicht damit abfinden, dass das ein Metallica-Album ist. Sorry. Dann haben wir schon, tatsächlich den Nachfolger Death Magnetic. Und hier scheiden sich die Geister sehr. Und Death Magnetic ist für mich ein richtig gutes Album. Richtig gut. Ich würde es eigentlich gerne zwischen A und B setzen. Ich würde es eigentlich nicht auf eine Stufe mit Reload setzen. Ich finde es nämlich um einiges besser als Reload tatsächlich. Aber ich weiß jetzt nicht, hat es wirklich bei A was zu suchen? Fürs Protokoll, ich lege es auf B, sehe es aber zwischen A und B eigentlich, so in der Zwischenstufe.
Death Magnetic war ein geiles Album. Es waren richtig gute Lieder drauf. Ich war damals in Berlin bei der Release-Show in der O2 Arena, glaube ich, hieß das. Das Konzert war sowas von geil. Da war die Bühne in der Mitte der Arena. Rundherum standen die Leute. Mega geile Stimmung. Riesengroße Metallica-Wasserbälle wurden rumgeschubst. Das war schon sehr, sehr geil. Ja. Also Death Magnetic auf jeden Fall sehr geiles Album. Nicht so gut wie das Black Album. Aber auf jeden Fall besser als Reload. Danach kommt Beyond Magnetic. Das lassen wir aus der Wertung, würde ich mal sagen. Oder wir legen es hier hin, weil ich finde, es war nicht so gut produziert. Vom Sound her war das irgendwie komisch. Das waren 4 Songs, glaube ich. Die Songs waren an sich ganz in Ordnung, aber halt jetzt nichts Berauschendes. Es hat schon seine Gründe gehabt, dass die Songs nicht aufs Album gekommen sind. Legen wir sie einfach mal im C-Tier ab und danach wird es jetzt wirklich schlimm. Als Einzelne Lou Reed und Metallica. Ich halte sehr viel von Lou Reed und natürlich, offensichtlich halte ich sehr viel von Metallica. Die beiden zusammen haben einen absoluten Totalschaden kreiert. Ich muss Saint Anger hier rauflegen. Es ist ein absoluter Totalschaden, dieses Album. Ich habe heute noch reingeschaut. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich denkt, man schaut jetzt hier auf Spotify zum Beispiel, Metallica, jedes Album sogar, jetzt warte mal, schauen wir mal, zum Beispiel bei den nicht so beliebten Alben, schauen wir mal, Saint Anger zum Beispiel, hat das Lied mit den wenigsten Plays auf Saint Anger, hat 4,6 Millionen, das ist Purify. 4,6 Millionen Plays auf Spotify. Und jetzt passt mal auf. Lulu, da hat das Lied mit den meisten Plays 712.000. Man ist sich einfach einig, dass dieses Album absoluter Müll ist. So leid es mir tut. Wir gehen weiter. Hardwire to Self-Destruct war dann das nächste Album und somit auch das vorletzte Album. Das vorletzte Album, das wir von Metallica zu hören bekamen. Das vorletzte Studioalbum auf jeden Fall. Hat auch seine guten Songs auf jeden Fall drauf. Moth into Flame oder was haben wir noch drauf? Atlas Rise zum Beispiel. Schon geil, kann man nicht auf eine Stufe mit dem Black Album setzen. Und das bringt uns auch schon zu S&M 2. S&M 2, auch ein gutes Live-Album, gut umgesetzt, geiles Konzept natürlich mit dem Orchester. Kommt nie im Leben an das erste ran, aber trotzdem sehr gutes Live-Album. Also absolut cool, nicht so gut wie das erste. Kann man auf die B-Tier legen. Und somit kommen wir zum letzten Studioalbum. 72 Seasons, Leute, ihr habt die Reactions gesehen zu jedem einzelnen Song. Ich habe das Album, seit es rausgekommen ist, jetzt mehrfach durchgehört. Es ist einfach richtig, richtig geil. Ich würde sagen, seit dem Black Album das beste Metallica-Album. Für mich die besten Songs drauf, Inamorata und Room of Mirrors. Hammer Album. Wir können uns glücklich schätzen, so geile Musik über so lange Zeit von den Herrschaften zu hören zu bekommen. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie reiht ihr denn die Metallica-Alben ein? Oder sollen wir noch was ganz Schweres machen? Wir machen jetzt noch was ganz Schwieriges. Wir machen jetzt noch eine richtige Reihung. Also, mein Lieblingsalbum, Master of Puppets. Dann machen wir And Justice for All an zweiter Stelle. Ihr müsst mir unbedingt in den Kommentaren sagen, wie ihr die Alben einreiht. Wie ist eure Liste? Wie schaut bei euch das Ranking aus? Dann haben wir Ride the Lightning auf Platz 3. Auf Platz 4 Kill 'Em All. Und jetzt wird es dann nämlich schwieriger da hinten raus. Auf Platz 5 haben wir das Black Album. Auf Platz 6 72 Seasons. Auf Platz 7 S&M. Auf Platz 8 Death Magnetic. Noch vor Reload tatsächlich. Reload, Hardwire, S&M 2, dann Load. Das ist gar nicht so schwer, wie ich mir dachte. Saint Anger, Beyond Magnetic und 16. ist Lulu. Wir nehmen Garage Inc. noch mit in die Reihung. Das würde ich zwischen das Black Album und 72 Seasons setzen, tatsächlich, glaube ich.
Ist halt ein Coveralbum. Die 12 vergessen. Oh. Tatsache. Danke. Und so sieht meine endgültige Wertung aus. Ja. Wie gesagt, lasst es mir in den Kommentaren wissen, wie euer Ranking aussieht. Wie hättet ihr denn die Alben eingereiht? Und was ist euer Metallica-Lieblingsalbum? Und was sagt ihr zu Lulu? Aber ich bin froh, dass wir mit 72 Seasons so ein absolut geiles Album bekommen haben. Und ich freue mich auf mehr. Ich freue mich auf mehr Metallica. Das war's von mir. Leute, vielen Dank, dass ihr mit am Start wart. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vergesst nicht, eine positive Bewertung dazulassen und einen Kommentar. Und natürlich den Kanal, die Reagierung zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, nicht abschmieren.